So, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal seid. Heute seht ihr mich nicht direkt in der Werkstatt gleich, sondern im VW Caddy. Was machen wir heute? Heute geht es mal um ein Problem vom BSE-Motor, aber grundsätzlich auch bei vielen anderen Motoren kann das Problem auftreten eines Motorruckelns. Woran liegt's? Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Zuallererst fange ich jetzt hier gerade mal an, Fehlerspeicherabfrage. Das mache ich eigentlich immer mal zuerst, ja. Und ja, genau, also das Problem ist, dass vor allem diese Motoren der BSE hier, also so wie die Krankheit BSE, dass der nicht nur Öl fressen tut, sondern dass der auch so ein dezentes Ruckeln hat. Woher kommt's, dieses Ruckeln? Ja, also es kann natürlich grundsätzlich viele Ursachen dafür geben. Aber ich möchte jetzt hier mal davon ausgehen, dass wir einen wirklich intakten Motor haben. Nachher komme ich mal noch drauf zu sprechen, was es bedeutet, wenn wir keinen intakten Motor haben. Das heißt, wenn er schon Öl frisst, dann kann der auch anfangen ruckeln und so weiter, ja. Und aber jetzt checken wir erstmal hier den Fehlerspeicher. Der Bock hat eigentlich fast keine Ausstattung, deswegen gibt es auch nicht viel zu finden oder zu entdecken bei dem. Wir schauen mal hier in die Motorelektronik rein. Und zwar als allererstes möchte ich wissen, das wird nämlich ein Grund sein hier. Draußen haben wir natürlich schönes Deutschlandwetter, schön kuschelig. Motortemperatur haben wir 90 Grad. Und wir werden jetzt gleich mal schauen, was eigentlich unsere Motorregelung sagt, ja. Ja, also wir fangen jetzt erstmal an. Ich zeige euch nämlich nachher den Fehler und dieses Motorruckeln, beschreibe ich euch mal, wie sieht dieses Motorruckeln aus. Und zwar ist es kein richtig hartes, auffälliges Ruckeln, sondern es ist so ein dezentes Ruckeln, was im warmen Zustand auftritt. Und vor allem merkt man das an der Ampel, ja. Also er fängt dann an, so ein bisschen so zu zucken, nenne ich es jetzt mal. Und jetzt gucken wir mal, woran das hier liegt. Und zwar schaue ich jetzt hier speziell nach der Monitorsonde, also Lambda-Sonde, und zwar Sonde die zweite hier. Kühlmitteltemperatur, also 90 Grad. Das sollte schon haben, wenn ihr dann drauf guckt. Jetzt hier sehe ich hier Lambda-Regelung, also sollte ja ungefähr bei 1 liegen. Hier sieht man es. Also man kann auf jeden Fall das auch vergleichen und hier mal reingucken bei den Lambda-Sonden, wie die sich verhalten. Das ist halt schon mal eine gute Sache. Ja, also das sehen wir hier unten, dass wir da auch ziemlich im guten Bereich liegen. Hätte mich jetzt auch schon gewundert, weil also die eine ist ja neu. Also auf jeden Fall checkt mal die Sonden, guckt mal rein, ob es da irgendwelche Fehler gibt oder grobe Abweichungen. Prüft die, ja. Genau, also die ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja, also jedenfalls solltet ihr checken, ob die Lambda-Regelung, ich weiß halt, die funktioniert jetzt, das passt jetzt ja auch von der Werte her, weil ich eben weiß, dass die passt, weil die neu ist. Also gut, also schaut auf jeden Fall, ob wir hier bei 90 Grad liegt mit eurer Motortemperatur. Zum Problem. Also wenn der ein leichtes Ruckeln hat, das könnte jetzt bei dem ja eigentlich minimal ist, vielleicht immer so ein ganz dezentes, aber wenn er so ein leichtes Zuckeln hat, dass man auch im Motorinnenraum spürt, dann prüft die Lambda-Sonde. Und zwar nicht nur einfach hier die erste Lambda-Sonde, die hier vorne sitzt. Jetzt wird er eh gleich zuckeln. Das ist Kondenswasser. Daran sieht ihr auch gleich, warum man Ölwechsel macht. Ja, weil Kondenswasser bildet sich halt auch hier. Und das läuft natürlich auch ins Öl rein. Deswegen sage ich immer, warum man
eben auch Ölwechsel machen muss. Aber nicht das ist jetzt nicht das Thema, sondern also wenn er leicht zuckelt, in dem Fall nicht, weil das Problem schon behoben ist, dann solltet ihr die Lambda-Sonde checken. Und zwar die Lambda-Sonde bei dem Karren hier. Also dieser Becher hier, der da, hinter dieser Schutzverkleidung, die schraubt er ab. Das sind solche Kunststoffmuttern. Und da kommt dann die Lambda-Sonde ran. Also der Becher, den ich euch gezeigt habe, dahinter befindet sich eben die Kontaktierung für die Lambda-Sonde. Und die Lambda-Sonde, das ist eben die Nachcut, die müsst ihr eben dann ins Auge nehmen. Und den Abgleich müsst ihr mit dem Testgerät machen, ob das eben richtig funktioniert. Lambda-Sonde 1 und 2. Und sonst ja, kann das eben wirklich ein Problem sein. Bei mir hat sich's bemerkbar gemacht, dass die einmal ausgestiegen ist, die Nachcut-Lambda-Sonde. Und dann habe ich schon gesehen, okay, wenn die schon mal einmal einen Fehler gebracht hat, auch wenn er dann wieder weggeht oder sich löschen lässt, dann stimmt da schon was nicht. Und wenn die alt und verbraucht ist, dann ist das schon mal ein erstes Anzeichen. Und die hat meistens einen Defekt. Und wenn diese Lambda-Sonde einen Defekt hat oder nicht mehr richtig läuft, weil sie zu langsam, zu träge geworden ist zum Beispiel, weil sie eben alt ist, dann liefert er falsche Werte. Und diese Sonde da hinten, die heißt auch Monitorsonde. Und meistens ist die Ursache dafür, warum der Karren ruckelt, aber nicht alleine. Ja? Also es muss nicht nur das Problem sein, dass die Sonde einen Defekt hat. Das könnt ihr aber gucken mit eurem Diagnosegerät, wenn ihr eins habt. Oder wenn der Bock schon alt ist, dann solltet ihr auf jeden Fall die Lambda-Sonde mal prüfen. Was auch ein Problem ist, gerne mal, also nicht nur, dass ihr eure Zündkerzen checken müsst, wenn ihr die schon lange nicht mehr gecheckt habt, ja, und die alt sind, abgebrannt sind, dann habt ihr auch ein Problem, dass er ruckeln kann. Oder Zündkabel, ja. Und der Karren hier vor allen Dingen, also VW, viele von VW, die haben hier unten die Zündspule. So sieht man es ganz gut. Also hier unten ist die Zündspule, wo der Aludeckel, da sieht man auch hier die Zündkerzenstecker, die da drauf gehen. Problem bei dem Karren hier ist, dass innerhalb des Zündkerzensteckers, wenn ihr den abzieht, da unten, wenn ihr den abzieht, den Zündkerzenstecker von der Zündspule, da fängt er an zu korrodieren. Und die Korrosion, die verhindert natürlich auch, dass der Zündfunke schön überspringt. Und deswegen müsst ihr hier auch gucken. Also das wäre mal Punkt Nummer 1, wo ich anfangen würde. Kerzenstecker abziehen und schauen, ob da Korrosion drunter ist. Das ist oft ein Problem, ja. Dann geht der Zündfunke nämlich nicht mehr richtig über. Alle 4 abstecken und schauen, ob da Korrosion drin ist. Grünspan ist da das Problem. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, warum er ruckeln kann. Also ihr habt ja schon die Zündkabel gecheckt, die müsst ihr natürlich auch checken. Wenn ihr hier alte Dinger habt, die angefressen sind, dann habt ihr auch ein Ruckeln. Vor allen Dingen, wenn ihr neue kauft, kauft euch gescheite, nehmt da ein bisschen Geld in die Hand. Ich hatte mehrere gekauft, die alle scheiße waren, bis ich dann hier, glaube ich, bei Bosch gelandet bin. Die haben gute gehabt. Die anderen sind alle so billiges Silikon, so richtig schlechtes Silikon, was schon durchs Anfassen schon Risse kriegt. Also das nächste ist, was ihr machen müsst. Muss ich gerade selber noch mal gucken. Und das hat mich auch gewundert. Hier ist das nächste Problem. Da hinten seht ihr den Benzinfilter. Das ist nämlich da, wo der blaue Schlauch drauf geht. Das ist oft so ein Kandidat, der ausgelassen wird. Und ich bin auch einer, der das nicht so gern wechselt. Und der war hier schon seit bestimmt 200.000 Kilometern nicht gewechselt. Und sobald der gewechselt ist, kommt da auch wieder richtig schön Sprit rüber und der Benzindruck passt. Und hier beim BSE-Motor speziell haben wir dann das Problem gehabt, dass der Benzinfilter, der war so zu, dass du eben im Leerlauf, dass der Kraftstoffdruck wahrscheinlich minimal nicht gereicht hat und dadurch hat es zu einem dezenten Ruckeln geführt.
Und und dann noch in Kombination mit der Lambda-Sonde hinten war das die Ursache fürs Problem. In dem Fall prüft den Kraftstofffilter, ob der neu ist, prüft die Lambda-Sonde, ob die neu ist oder ob die noch richtig funktioniert. Behebt die zwei Sachen und das Ruckeln ist weg. Wenn ihr einen alten Bock habt, der schon Öl frisst, kann auch das Ölfressen dafür verantwortlich sein. Also wenn ihr jetzt einen alten Karren habt, der schon Ölfresser ist, ja, dann kann auch dieser Ölverbrauch für dezente Fehlzündungen sorgen, so dass ihr dann eben auch ein Motorruckeln spürt. Was noch sein kann, ist eben die Zündkabel, Zündkerzen, das sind nochmal so Sachen und eben Korrosion an Zündspulenstecker. Die Sachen könnt ihr auch nochmal prüfen. Und dann ganz wichtig, also so kann ich sagen, das war bei dem hier das Problem, dass eben der Kraftstofffilter ein steinalter Brecher war und dass der eben voll war und dass da Hindernis war für ordentlichen Kraftstofffluss. Hast aber so nicht gemerkt, auf der Autobahn und sonst wo ist immer alles gut gelaufen, aber dann, wenn es eben nur leichter Motorlauf war, im Leerlauf komischerweise, dann war das Problem und dazu eben noch die Lambda-Sondenregelung. Die zwei Sachen, die haben es ausgemacht, definitiv. Und also wenn ihr die Probleme behebt, dann sollte eigentlich das Problem nicht mehr auftreten, zumindest bei dem Karren, wenn der Rest in Ordnung ist. Ja, genau, was ich noch sagen wollte, ist, checkt eure Kraftstoffleitungen. Wenn die schon marode sind, ihr macht einen neuen Filter rein, dann kann es passieren, dass euch irgendwo eine halbgammelige Leitung, dass die aufgeht. Hatte ich auch schon das Problem, weil dann der Kraftstoffdruck höher wird, ja, und dann zieht es dir irgendwo vielleicht an einer Stelle raus. Also rechnet auf jeden Fall damit, wenn ihr marode Kraftstoffleitungen habt, dass ihr da vielleicht dann nochmal ran müsst. So, in diesem Sinne, danke fürs Reinschauen und wir sehen uns. Ciao.